Schon Jahre vor seinem Serienbeginn kursierten Abbildungen von Prototypen dieses Fahrzeugs, das schließlich 1974 in die Serienproduktion ging. Als direkter Nachfolger des Tatra 603 wurde die Karosserie des 613 vom renommierten italienischen Automobildesignunternehmen Carrozzeria Vignale entworfen. Ausgestattet mit einem luftgekühlten 3,5 Liter V8-Motor erfuhr der Tatra 613 während seiner Produktionszeit mehrere Modellpflegen, wobei die Versionsnummer bis zu Tatra 613-4 erweitert wurde. Tatra 613, Baujahr 1277. Ich habe ihn gekauft am 1.12.1982 und seit der Zeit gefahren. 3,5 Liter Hubraum, Mittelmotor V8, 165 PS, Spitze angegeben 195. So fahren duschen so mit 130, 140 bis 160 auf der Autobahn. Wenn es sein muss, immer eine 180, wenn ich mal überholen muss. Das Auto ist, die Konstruktion geht auf 1969 zurück. Hat Tatra 6.3er gab es da und man wollte ein neues Auto haben. Und da hat man dann in der Tschechei angefangen, eine Karosse zu entwickeln. Ist aber damit nicht zufriedenstellend gewesen und dann hat Bertone in Italien den Auftrag bekommen, die Karosse zu gestalten. Und das ist, so wie er hier steht, ist die erste Ausführung in Chrom mit die Scheinwerfer. Also das ist die erste Ausführung, die dann gebaut worden ist. Danach sind dann Strich 2 Modelle gebaut worden. Die hatten dann Plastikstoßstangen. Dann hatten sie vorne Action-Scheinwerfer und ab 1992 ist dann der Tatra 700 gebaut worden. Der hat dann eine schärfe Nockenwelle, zwei schärfe Nockenwellen bekommen, hat 220 PS, läuft 220 Spitze, ist gebaut worden für die Regierung. Die hatten 1996 100 Stück bestellt, haben sie aber dann nicht abgenommen, weil eine neue Regierung gekommen ist in der Tschechei und die haben dann Mercedes genommen. Das Fahrzeug ist auch gebaut worden als Kombi, als Rettungswagen. Da war der hier hinten dann so ein Stück höher, ist hinten raus und da war dann hier die Trache drinne. Dann ist er gebaut worden als Polizeiauto und dann ist er auch für Rennen gebaut worden als Vorfahrfahrzeug dann mit einem stärkeren Motor. Wie gesagt, die letzte Ausführung Tatra T700 nannte er sich dann und der hatte 220 PS und 220 Stundenkilometer. Mein Vater ist dann auch gefahren und der ist 1990 in die alte Bundesrepublik gefahren, auf der Autobahn von Hof nach Nürnberg, 130. Und da kam auch ein schwach-brüstischer Bursche an und der hat einen Lichthube gegeben, da hat er Vollgas gegeben. Da ist er dann mal 180, 190 gefahren zur nächsten Tankstelle. Und da kam der Burschefahrer, hat komisch geguckt und da hat er dann gesagt, guter Mann, 8 sind hinten drin ein bisschen dünn. 6 sind hinten drin ein bisschen dünn, 8 möchten schon sein. Kommen Sie mal mit. Und dann hat er ihn mal die Motorhaube geöffnet. Und dann hat er mal gesehen, dass man eben, wenn man richtig schnell fahren will, 8 Zylinder hinten drin haben muss. Ja, das ist der Motor, so wie er im Einsatz ist. Wie gesagt, so wie er läuft. Also nicht aufgeputzt und nicht, sondern so wie ich ihn Schar und Dach fahre. Die Felgen sind von Mercedes S-Klasse, genau wie der Luftfilter. Ist auch von der Mercedes S-Klasse. DDR-Autos gab es Lada, Moskvich, Volga und diverse andere, also Ostprodukte. Bis 75 PS hatten die, oder der Lada 1678 PS und Spitze maximal 160. So, wenn man aber damals mit denen gefahren ist, da war der gerade so in der mittleren Drehzahl mit 160 Stundenkilometer. Deshalb, wie gesagt, so ein Auto hat man auch selten gesehen. Die Regierung hat 120 Stück gehabt. Die haben die aber 1982, 83 dann alle vernichtet. Oder fast alle, bis auf den und ein paar andere Ausnahmen, weil sie haben erst privat verkauft und dann nach 14 Tagen ist eingefallen, also das Argument war so, die Regierung hat sie drehend Peugeot und Volvos bekommen
Und da wollten die Tatras, die wollten mit einem angeblichen Westauto fahren. Und da haben sie gesagt, der Tatra braucht zu viel Benzin. Und da haben sie den privat verkauft oder ein paar Stück. Und dann haben sie festgestellt, dass die Bevölkerung genauso viel Benzin verbraucht wie die Regierung. Und da haben die dann circa von der 120 Stück zwischen 110 und 115 dann neuwertig verschrottet. Deshalb sind die Chrommodelle auch äußerst selten. Man hat ein paar dann noch gehabt, die haben die Tatras dann wollten neuer sein und die haben anstatt die Chrommodelle haben die dann Plastikstoßstangen original angemacht. Das war ein neueres Modell. Aber heutzutage die Chromstoßstangen findet man nicht mehr, weil auch das Werk hat die Formwerkzeuge von den Chromstoßstangen dann verschrottet, weil sie nicht mehr gebraucht worden sind. Insgesamt wurden 11.009 Fahrzeuge aller 4 Modellversionen produziert, wobei die Produktion in den späten 1970er Jahren mit etwa 1.000 Fahrzeugen pro Jahr ihren Höhepunkt erreichten. Doch die Zahlen sanken in den 1980er Jahren rapide, wobei 1983 nur noch 106 Exemplare gebaut wurden. Trotzdem hielt die Faszination für den Tatra 613 an. Also im Kofferraum geht relativ viel hinein. Meine Eltern sind damals an Bodensee gefahren und hatten Campingstühle, Campingtisch, alles mit. Leider ist er zurzeit nicht aufgeräumt. Aber hier geht der Campingstuhl, Campingtisch und alles, was man so braucht, rein. Also der ist größer wie ein Kofferraum von einem normalen PKW. So, und das hängt damit zusammen, dass er, wie gesagt, Mittelmotor hat. Der Motor sitzt genau über der Achse. Und deshalb nennt man das Mittelmotor-Limousine. Und das meines Erachtens oder Bekanntheitsgrad, das ist das einzige Auto, was als Mittelmotor bezeichnet wird. Der vorhergehende 613 hat das Getriebe über der Achse gehabt und hinten dran den Motor. Und deshalb liegt er sich auch hecklastig viel schlechter fahren wie der Tatra 613. Der schiebt nicht mehr so übers Heck. Und dann hat er hinten und drüben eine Batterie und die tut auch ein bisschen Last auf der Achse vorne bringen. So, na, machen wir mal. Also, wie fährt ein heutiges Auto gegenüber den Tatra? Ich würde sagen, nicht viel anders. Schaltung ist noch Schaltung, da muss noch ein bisschen zugreifen. So, ansonsten Anzug mit heutigen normalen PKWs mit 150 PS hält er dicke mit. Was ist zum Beispiel dadurch, dass er Heckmotor hat, hat er einen extrem kleinen Wendekreis von reichlich 9 Metern, was heutzutage Autos mit Vorderradantrieb durch die Technik nicht schaffen. Also Wendekreis ist er ideal. Natürlich, Fensterheber hat diese Ausführung noch nicht. Der Nachfolgetyp bzw. Luxusausführer hat elektrische Fensterheber. Aber hier ist noch alles Mechanik, auch die Lüftung, Heizung hat er drin. Klimaautomatik hat er nicht, Klimaanlage hat er schon. Hat eine separate zweite Heizung, die geht mit Diesel. Das ist für den Winter, weil der Heckmotor luftgekühlt ist, würde der nicht so viel Heizung bringen. Also hat das Auto eine zweite separate Heizung, da ist im Winter herrlich warm. So, drehzahlmäßig haben wir da auch keine Probleme. 5 Instrumente hat er, sind alles Rundinstrumente. Der Tacho ist mechanisch angetrieben, der Drehzahlmesser auch, Temperaturanzeige, Symbole, wenn irgendwas ausfällt und die Tankanzeige. Radio westlicher Produktion wurde damals original so eingebaut und unten sind die Bedienungen für die Heizung. Dann haben wir hier den Schaltknauf mit, wie gesagt, 4 Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, Handbremse und dann hat er hier noch ein paar Zusatzinstrumente, wie die Scheinwerfer hat 4, also 2 normale Abblendscheinwerfer, dann hat er 4 Fernscheinwerfer und dann hat er noch 2 Zusatznebelscheinwerfer, die sind unten dran, ist aber alles so original so verbaut worden. Er braucht, wenn man mit 130 über der Autobahn fährt, 10, 11 Liter. Wenn man in der Stadt vielleicht 13, 14, 15 Liter je nach Fahrweise. Aber so viel verbraucht er gar nicht. Ansonsten läuft er genauso wie jedes normales Auto, ohne Geräusche, ohne alles. Und leiser sollte er ohne laufen, dann hört man schon gar nicht mehr.